Herzlich willkommen zur Ayurveda Morgenroutine für Anfänger. Eine sanfte Praxis. Leg dich auf den Rücken. Wenn es dir angenehm ist, kannst du die Füße aufstellen, sonst auch die Beine ausstrecken. Leg deine Hände auf den Bauch und beginne ein paar Mal tief in den Bauch zu atmen. Atme ein, heb deine Bauchdecke und atme aus, senk deine Bauchdecke. Und ganz wichtig, bevor du beginnst, einfach tief zu atmen, deinen Rhythmus zu finden, dich einzustimmen auf eine lange, bewusste, tiefe Atmung. Und gerade für Anfänger ist es sehr wichtig, dass du den Atem anpasst und dass du nicht hektisch übst, sonst der Atem immer die Bewegung führt und deshalb die Bewegungen etwas schneller ausführst, damit du nicht in eine Atemhektik kommst. Tief, lang und bewusst atmen. Und dann legst du die Hände neben den Körper, die Hände sind geöffnet und dann hebst du dein rechtes Bein zur Decke. Jetzt drehst du den rechten Fuß etwas nach außen, machst eine Rotation in deiner Hüfte, senkst das Bein etwas nach außen, Fuß flexen und dann drehst du den Fuß nach innen und genau, Hüftinnenrotation und dann wieder eine Außenrotation und wieder eine Innenrotation und eine ganz eine einfache Übung für dein Hüftgelenk, Außenrotation und Innenrotation. Das ist eine sehr gute Übung für dein Hüftgelenk und wiederholst das einige Mal. Du kannst das Knie auch ein bisschen beugen, wenn du noch nicht so beweglich bist oder wenn dir das im Rücken zu streng ist. Und sonst das Bein strecken. Genau, mit der Ausatmung schließen, mit der Einatmung öffnen. Und dann setzt den rechten Fuß auf den Boden und hebst dein linkes Bein. Einatmen, Fuß wieder nach außen drehen, Fuß flexen und ausatmen, nach innen drehen, das Bein ist eine Bewegung im Hüftgelenk und einatmen, eine Außenrotation. Wiederhole diese Übung ein paar Mal, ganz einfach, sehr gut auch für dein Becken, für dein Sakralgelenk. Wenn es dir zu streng ist, kannst du das Knie etwas beugen. Einatmen nach außen und ausatmen nach innen, drehen den Fuß und spür diese Bewegung in deiner Hüfte, im Hüftgelenk. Und ein und aus, nach innen. Und ein, öffnen. Noch ein letztes Mal. Und dann setz den Fuß auf und spür die Atmung. Beobachte, ob deine Atmung entspannt ist. Das ist ganz wichtig für Anfänger, dass die Atmung entspannt ist. Nun heb ganz langsam das rechte Bein zur Decke, nimm beide Arme auf Schulterhöhe. Die Hände sind geöffnet, Finger sind gespreizt. Spür diese Stellung, Bein ist gestreckt. Wenn du noch nicht so beweglich bist, kannst du das Knie etwas beugen als Anpassung, wenn du das rechte Bein noch nicht strecken kannst. Und sonst das Bein strecken. Mit der nächsten Ausatmen mit beiden Händen das gebeugte rechte Bein anziehen, Kopf dreht nach links. Einatmen, das Bein wieder strecken, die Arme auf Schulterhöhe, Kopf in die Mitte. Und ausatmen, das Knie wieder anziehen, das rechte Knie, Kopf dreht nach links. Und wieder ein, im eigenen Rhythmus ein, Bein strecken, Kopf in die Mitte, aus, Knie anziehen, Kopf drehen. Eine wunderbare Übung für den unteren Rücken, den Nacken. Ein, Bein strecken und aus. Wiederhole das ein paar Mal in deinem Rhythmus, ganz in deinem eigenen Rhythmus üben, Atemrhythmus. Und dann nochmal das Knie anziehen, dann bleiben, ein paar Atemzüge, Kopf drehen, Schulterblätter nach unten ziehen. Diese Übung dehnt den unteren Rücken, dehnt den Nackenbereich, ganz wichtig am Morgen.
Und dann den Fuß wieder aufstellen. Jetzt die Arme wieder auf Schulterhöhe ausbreiten. Und jetzt das linke Bein heben. Bein strecken, Finger sind ausgestreckt. Ferse flexen, Zehen ziehen zum Kopf. Wenn es zu anstrengend ist, das Knie etwas beugen. Und mit dem nächsten Ausatmen mit beiden Händen das Knie wieder anziehen und den Kopf jetzt nach rechts drehen gleichzeitig. Einatmen, wieder das Bein strecken, die Arme seitlich ausbreiten. Und ausatmen, wieder den Kopf drehen, Knie anziehen. Einatmen, wieder die Arme öffnen, Brust weiten. Und aus, das Knie anziehen, Kopf schön drehen, wenn das unangenehm ist, etwas unter den Kopf legen, eine Wolldecke. Wieder ein und aus. Tief atmen. Ein in die Brust, in den Bauch atmen, bis im Bauch. Und ausatmen, Knie anziehen und den Bauch leicht einziehen. Noch einmal ein. Und ausatmen, das Knie anziehen, Kopf zur Seite drehen und bleiben ein paar Atemzüge. Spür den unteren Rücken auf der linken Seite, wie das dehnt, sich verlängert. Spür den Nacken auf der linken Seite. Und atme tief und entspannt. Und dann löse langsam, stell den linken Fuß auf, leg die Hände auf den Bauch und spür jetzt die natürliche Atmung. Ist dein Atem jetzt schon etwas tiefer, entspannter? Und gerade für Anfänger ist es wichtig, dass du sehr entspannt atmest. Und schau, ob du jetzt wirklich entspannt atmen kannst. Und die nächste Übung auch sehr gut für den unteren Rücken. Fass mit beiden Händen die Knie. Fass die Knie hier oben an den Knien. Die Knie sind leicht auseinander. Und mit der nächsten Ausatmen ziehst du die Knie langsam Richtung Brust. Ausatmen, den unteren Rücken lang machen. Und einatmen, schiebst du die Knie nach vorne, bis die Arme gestreckt sind. Und ausatmen, die Knie wieder anziehen. Ganz langsam. Und einatmen nach vorne. Wenn der Atem noch nicht so lang ist, kannst du schneller ausführen. Ganz in deinem Rhythmus. Im Ayurveda geht es darum, dass du deinen Rhythmus findest, dein Yoga findest. Ausatmen, wieder anziehen. Und dann üb das ein paar Mal in deinem Rhythmus. Achte, dass du Bewegung und Atmung synchronisierst. Der Atem führt die Bewegung. Und spür auf den unteren Rücken, wie der gedehnt wird, wenn du die Knie anziehst. Und dann zieh die Knie an und bleib in dieser Position, deine Schulterblätter nach unten ziehen und spür jetzt den unteren Rücken. Wenn du da irgendwelche Spannungen hast, Schmerzen in der Leiste, dann könnte es das sein wegen deiner Hüfte oder auch im unteren Rücken, dann müsstest du die Übung anpassen, die Knie nicht so weit anziehen. Bleib ein paar Atemzüge. Und nun leg die Füße wieder auf den Boden, die Hände auf den Bauch und spür jetzt den unteren Rücken. Mit diesen einfachen Übungen haben wir jetzt im unteren Rücken Länge kreiert. Der Unterrücken liegt auf dem Boden auf. Außer du hast ein sehr starkes Hohlkreuz, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Raum dazwischen, spür die Atmung. Diese Übungen sind sehr gut am Morgen zum Beginn. Dann komm über die Seite hoch, dreh dich zur Seite, stütz dich mit den Händen ab, komm langsam in den Vierfüßler, das heißt, die Knie sind aufgestellt, hüftbreit auseinander, die Hände sind unter den Schultergelenken, gespreizte Finger, die Oberarme drehst du etwas nach außen, den Kopf hebst du leicht und achte, dass die Knie auf der Hüfthöhe sind. Mit der nächsten Ausatmung machst du etwas den unteren Rücken rund
rollst den unteren Rücken ein, den Kopf kannst du mitbewegen, der Fokus ist im unteren Rücken. Einatmen, streckst du wieder die Wirbelsäule, weitest den Brustkorb. Und ausatmen, rollst du den oberen Kopf ein, machst den oberen Rücken rund. Ein Katzenbuckel, so rund werden im oberen Rücken. Einatmen, wieder die Wirbelsäule verlängern, den Brustkorb weiten, die Arme kräftigen. Und ausatmen, unten den Rücken rund machen, unten den Rücken dehnen, Kopf darfst du einrollen. Und einatmen, wieder die Wirbelsäule strecken. Und ausatmen, wieder rund machen im oberen Rücken. Und einatmen, wieder die Wirbelsäule strecken, Brustkorb weiten. Und dann den unteren Rücken wieder rund machen, dass du die Dehnung mehr im unteren, mittleren Rücken spürst. Und wieder strecken. Ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Und dann die Wirbelsäule strecken. Spürst einen Moment nach, die Wirbelsäule, den Atem. Und bringst dann das Gesäß auf die Fersen, wenn es dir möglich ist, in die Kindshaltung, legst den Kopf auf, die Unterarme. Wenn du noch nicht so weit kommst, dann einfach so weit runter mit dem Gesäß, wie es dir geht. Spürst den Atem, spürst den Rücken. Und dann machen wir noch eine wunderbare Übung für deinen Rücken. Kommst nochmal in den Vierfüßler, schiebst dich hoch und dann stellst deine Füße, deine Zehen auf und läufst jetzt mit den Füßen mattenbreit auseinander und dann hebst du langsam deine Knie ab und schiebst dein Becken nach hinten oben. Die Knie sind gebeugt, die Beine weiter auseinander. Mit den Händen kannst du auch noch etwas weiter auseinander gehen. Und jetzt spürst du mal im unteren Rücken die Länge. Die Knie sind bewusst gebeugt, auch wenn du die Beine strecken kannst. Und der Fokus ist ganz in der Streckung der Wirbelsäule. Den Atem verlängern, tief atmen. Und Länge im ganzen Rücken spüren, im unteren, mittleren, oberen Rücken. Und wenn du merkst, es wird dir zu anstrengend, kommst du langsam dann wieder zurück auf die Knie. Löst langsam die Übung, kommst zurück auf die Knie und nimmst dann ganz langsam wieder die Kindshaltung ein und spürst nach. Wenn der Atem jetzt sehr unruhig war, hast du dich ein bisschen überfordert. Und wenn du eine schöne Atemwelle spürst, hast du genau die richtige Dosierung gefunden. Und dann kommst du ganz langsam hoch in Stehen, hebst den Kopf. Kommst in Stehen, stellst die Füße auf und mit gebeugten Knien kommst du langsam hoch, hebst die Arme und bleibst einen Moment in dieser Position. Die Arme sind gestreckt, die Hände zusammen und dann öffnest du noch etwas die Hände, auseinanderziehen, ziehst das Schambein noch etwas an, wenn du eher Hohlkreuz hast und bleibst in dieser Streckung. Kopf leicht heben, noch eine leichte Rückbeuge. Und mit dem nächsten Ausatmen gehst du in eine Hocke, beugst die Knie und senkst die Arme, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen, die Hände auf die Schienbeine legen. Und dann wieder mit gestreckten Rücken, Arme wieder hochziehen in die Länge, leichte Rückbeuge. Und dann wiederholst du das noch ein paar Mal dynamisch, aus in die Hocke mit langem Rücken, langem Nacken. Und ein. Ganz in einem Rhythmus, eine Streckübung. Und aus. Auf die Außenkanten kommen bei der Hocke. Richtig. Und einatmen. Länge im Rücken, das Becken aufrichten. Und aus. Eine wunderbare Übung für deine Wirbelsäule. In die Länge ziehen, Kräftigung des Rückens. Und ausatmen, Kräftigung der Beine- und Gesäßmuskeln. Und dann bleibst du oben in der Streckung, einatmen, Kopf etwas heben, ganz leicht das Schambein anziehen, Bauchspannung, damit der untere Rücken geschützt ist.
Und ausatmen, nimmst du die Hände vors Brustbein. Schließ deine Augen und spürst jetzt deine Haltung. Der untere Rücken sollte lang sein, das Becken aufgerichtet, die Füße fest im Boden, die Knie sind gestreckt, ohne dass du sie überstreckst. Die Schultern darfst du nach unten fallen lassen und spür jetzt, ob du Länge hast in der Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Scheitelpunkt. Spür, ob du Länge hast in der Atmung. Und beobachte jetzt die Energie in deinem Körper, wie es fließt. Denn für Anfänger ist es sehr wichtig, dass es ins Fließen kommt. Und spür auch ganz bewusst, wie du jetzt atmest und tief atmen. Ein- und ausatmen. Ein paar tiefe Atemzüge. Und dann lass den Atem natürlich fließen. Verinnerliche die neue Haltung. Und vielleicht hast du gespürt schon in deiner ersten Yoga-Praxis, dass Yoga dich verlängert im Körper, in der Atmung und dass es dich auch ruhiger und klarer macht. Dann öffne langsam die Augen, senk deine Hände und beobachte, wie du dich jetzt fühlst nach dem Yoga. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag.